Du hast schon mal von einem Shelving-Filter gehört, aber du hast keine Ahnung, wo und wie man ihn einsetzen kann? Kein Problem. Nach dem Intro zeige ich dir, was man damit anstellen kann. Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Studio One. Heute mit Teil 2 unserer Miniserie EQ Basics. Und wir erinnern uns, letzte Woche haben wir uns mit dem Low-Cut und mit dem High-Cut-Filter auseinandergesetzt. Und diese Woche soll es um den Shelving-Filter gehen. Solltest du letzte Woche verpasst haben, kein Problem. Ich verlinke das Video nochmal hier oben, da kannst du draufklicken, denn in dem Zuge habe ich einige Begriffe, die uns heute wieder begegnen werden, schon mal erklärt. Das heißt, heute werde ich es nicht weiter tiefer erklären und gehe direkt in medias res. Und wir sind wieder in unserem Lemmy-Pattern und schauen uns heute mal die Shelving-Filter an. Ich mache mal kurz hier das Equalizer-Plugin auf. Das steht auf Default und ich habe es heute mal auf die auf Solo gestellte Drum-Gruppe gestellt. Das heißt, wir haben jetzt nur das Schlagzeug, was wir gleich hören werden, und ich habe diesen Equalizer mal im Default-Setting einfach mal reingeladen. Und die Shelving-Filter sind unser Thema. Shelving kommt aus dem Englischen und bedeutet verschieben, und im Prinzip macht dieser Filtertyp nichts anderes. Er verschiebt die Frequenzen ober- oder unterhalb einer bestimmten Frequenz um eine gewisse dB-Anzahl, um eine gewisse Lautstärke, die wir wählen. Und wir gucken mal hier auf das Filter-Plugin, auf den Equalizer, den Pro-Q, der bei Studio One ja mitgeliefert wird. Und ich habe den im High-Quality-Modus stehen. Hier oben kann man das genau sehen. Da funktioniert er ein bisschen präziser und klingt auch ein kleines bisschen besser. So, wir haben hier im Pro-Q einmal das Low-Filterband und einmal das High-Filterband. Und die sind für die Shelving-EQs zuständig. Man kann sie hier, das ist die erste Option, die wir hier schon einstellen können, man kann sie hier auch auf einen Peaking-Filter umstellen. Das schauen wir uns aber nächste Woche an. Der Peak-Filter oder den Bell-Filter oder den parametrischen EQ, wie man ihn nennen könnte, das ist ein Tool, mit dem man speziell einzelne Frequenzbänder gezielt bearbeiten kann. Heute soll es aber um den Shelving-Filter gehen. Und wir stellen den mal um und wir haben hier mehrere Optionen, wie ihr hier schon sehen könnt. Einmal den Shelf auf 6 dB, das bedeutet im Prinzip, wie man die Filterkurve einstellen kann. Und zwar ist hier die Filterkurve, wirkt mit 6 dB pro Oktave oder mit 12 dB oder mit 24 dB pro Oktave. Wie das mit den Oktaven zusammenhängt, habe ich grob letztes Mal erklärt im Video 1. Ihr erinnert euch, was ich gerade am Anfang gesagt habe. Wenn ihr also nicht wisst, wovon ich jetzt rede, dann schaut einfach nochmal ins erste Video rein. Und man kann sich das aber auch, wenn man von dem ganzen Theoretischen mal weggeht, einfach bildlich vorstellen. Das heißt, wenn ich hier mal einfach ein paar dB anhebe, dann könnt ihr relativ klar und gleich sehen, wenn die wenn die Filterqualität auf 6 dB pro Oktave steht, dann haben wir einen relativ weichen Filterverlauf hier, da wo die Maus entlang fährt. Und wenn ich den auf 12 dB pro Oktave stelle, dann wird der schon relativ drastisch und relativ schnell werden hier die Frequenzen angehoben. Bei 24 dB sieht man es nicht mehr genau hier im Bild, aber es ist dann nochmal ein dramatischerer Effekt, wie die Frequenzen ab dem Punkt der Filterfrequenz eingestellt werden. So, jetzt haben wir hier die beiden anderen Parameter, die ich jetzt gerade schon grob angerissen habe. Wir haben hier zum einen die Grenzfrequenz. Beim Low-Filter unterhalb dieser Frequenz, die ich hier einstelle, ihr könnt das sehen hier, wie sich das verändert, unterhalb von 178 dB wird 178 Hertz wird alles angehoben, oder wenn ich hier den Gain auf negativ stelle, abgesenkt. Was kann man jetzt mit diesem Filter machen? Das ist relativ einfach. Ich nenne diesen Filter immer gerne den breiten Pinselstrich. Das heißt, man kann mit einem relativ einfachen Filter einen relativ großen Frequenzbereich bearbeiten. Da muss man ein bisschen aufpassen, denn wenn man eine Absenkung macht, ist noch alles dufte. Aber wenn man eine Anhebung macht, hier zum Beispiel im Tieffrequenzbereich, dann muss man sehen, dass das bis 20 Hertz runtergeht. Das heißt, es werden also auch die tiefsten Frequenzen mit angehoben, und zwar genau um den Bereich, den ich hier beim Gain eingebe. Das heißt, wir haben die drei Parameter. Einmal die Filtergüte, hier, wie stark die Kurve wirkt. Bei 6 dB pro Oktave ist es ein relativ natürlicher Verlauf. Das ist auch so ein bisschen vergleichbar mit dem High- und Low-Regler an der HiFi-Anlage. Die haben ja so ein relativ weiches Verhalten, wenn man so besser anhebt und so weiter. Da wird ein relativ breites Frequenzband angehoben oder abgesenkt. Und hier beim Schlagzeug hat das einen relativ coolen Effekt. Denn wenn ich hier mal das auf 0 stelle und wir hören mal rein in die Drumgruppe, dann kann ich zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier auf 100 Hertz stelle, dann kann ich alles unterhalb von 100 Hertz anheben und mein Schlagzeug mit einem Streich quasi direkt fetter machen. Wir hören mal kurz rein und ich schiebe einfach mal, erst nehme ich 3 dB raus, damit ihr hört, wie viel da rausgefiltert wird, und dann
Und dann heben wir mal um 3 dB an und gucken mal, wie fett das Schlagzeug wird. Los geht's. Ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr als 3 dB gemacht, damit man es auch ein bisschen dramatischer hören kann. Im Mix würde man ein bisschen vorsichtiger wahrscheinlich damit umgehen. Aber hier, um mal zu zeigen, wie dramatisch der Effekt ist, habe ich es jetzt einfach mal ein bisschen übertrieben. Das war der Low Shelf. Letztendlich lässt sich das Prinzip vom Low Shelf übertragen auf den High Shelf. Der Low Shelf, wie der Name schon sagt, wirkt auf den tieferen Frequenzbereich und der High Shelf hier auf der rechten Seite wirkt dann entsprechend auf den oberen Bereich. Auch ein breiter Pinselstrich ist damit möglich. Das heißt, man kann mit einem Rutsch wirklich ein Signal relativ zügig ein bisschen dumpfer machen, wenn es einem zum Beispiel ein bisschen zu grell geraten ist, oder eben auch ein bisschen in den Höhen anheben, wenn es zum Beispiel ein bisschen mumpfig geworden ist. Das kann man sehr gut im Prinzip bei Gruppen benutzen, das kann man aber auch bei Vocals benutzen, oder man kann es sogar auf dem Masterbus benutzen, wenn einem zum Beispiel, wenn man hört, auf verschiedenen Abhören, dass der Mix insgesamt ein kleines bisschen zu muffelig geworden ist, dann kann man mit einem breiten Pinselstrich einfach alles oberhalb, sagen wir mal, von 5 Kilohertz um 1, 2, 3 dB anheben und schon kommt so ein bisschen Glitzer oben auf den Mix drauf. Und wir hören uns das Ganze auch mal hier beim Drumbus an. Ich senke als erstes mal so 3, 4 dB ab im oberen Bereich. Ihr werdet hören, das wird ganz gleich muffig und muffelig. Und danach hebe ich um 3, 4 dB an und das ganze Schlagzeug fängt sofort an zu strahlen und die Hi-Hat kommt besser raus. Das heißt, man kann da auch einzelne Instrumente, wie beim Schlagzeug zum Beispiel, ein bisschen hervorheben. Das heißt, die Becken und die Hi-Hat kommen ein bisschen raus. Und da kann man je nach Gusto rein oder raus regeln. Hören wir uns das mal am Beispiel an. Ja, schon sehr dramatisch, was man mit dem Filter anstellen kann. Auf der einen Seite war das Drumbild sehr, sehr muffelig und auf der anderen Seite kriegt ihr das schöne, crispe Höhen. Muss man ein bisschen vorsichtig mit sein, dass man es nicht übertreibt, weil zu viele Höhen addieren sich dann im Gesamtmix mit den anderen Instrumenten auch und dann kann es ein bisschen zu grell werden und dann müsste man im Zweifel wieder nachregeln auf dem Masterbus. So, das war's zu den Shelving-Filtern. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du noch weitere Anwendungsgebiete für die Shelving-Filter hast, schreib sie mir gerne, mir und allen, die hier zuschauen, unten in die Kommentare rein. Da können wir vielleicht auch noch was lernen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und mit einem Abo bleibst du auf dem Laufenden, wie es auch nächste Woche weitergeht. Nächste Woche, wie gesagt, dann die Peaking-Filter oder auch Bell-Filter oder parametrischen Filter. Alles das Gleiche im Prinzip, aber das Thema schauen wir uns nächste Woche an. Bis dahin wünsche ich dir die beste Woche, die du haben kannst. Mach's gut und Yassou.